Tag 3 bricht an und somit ein neuer Teil unserer Herbstreise. Wir sagen Grüezi, Servus und Hallo und freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir verlassen Bad Soden-Salmünster und fahren grob in Richtung Osten. Wenn heute alles funktioniert, sollten wir am Abend in Coburg eintreffen. Unsere Route führt uns kreuz und quer durch Osthessen und danach nach Bayern. Thüringen werden wir heute nur knapp streifen. Im Oktober 2023 kann man ganz einfach erkennen, in welchem Bundesland man sich gerade befindet. Wenn der Markus Söder von der CSU von den Wahlplakaten grüßt, so sind wir in Bayern. Ansonsten befinden wir uns in Hessen. Unerwartet taucht plötzlich zu unserer Rechten ein riesiger Hügel auf. Den müssen wir uns natürlich genauer anschauen. Bei dem Hügel handelt es sich um den Monte Cali, eine große Salzhalde des Kalibergbaus in Herringen, nahe der hessisch-thüringischen Grenze. Die Aufschüttung der Halde begann 1973. Der Gipfelplateau liegt aktuell auf 530 Metern über Meeresspiegel. Wer sich das Ganze genauer ansehen möchte, kann eine geführte Tour beim Kalibergbaumuseum in Herringen buchen. Uns zieht es weiter, haben wir doch noch nicht mal 100 Kilometer hinter uns gebracht.
Kurz darauf erreichen wir das 2433 Quadratkilometer große Biosphärenreservat Rhön. Ein Mittelgebirge, das sich über die 3 Bundesländern Bayern, Thüringen und Hessen erstreckt. Da wir nichts geplant haben, haben wir die Fahrt zur Wasserkuppe, dem höchsten Berg der Rhön, verpasst. Stattdessen landen wir bei der Roter Kuppe, einem Aussichtsturm, der aus Holz erbaut ist und ein Gasthaus beherbergt. Leider ist heute Ruhetag, so dass wir nicht auf den Turm steigen können. Kurz vor Erreichen unseres Ziels durchqueren wir das malerische Ummerstadt, dessen Ortskern vollständig unter Denkmalschutz steht. Der gesamte Straßenzug der historischen Altstadt besteht aus Fachwerkhäusern. Es ist einfach wunderschön. Langsam aber sicher nähern wir uns Coburg. Nach dem Check-in im Hotel machen wir uns auf, die Innenstadt zu erkunden. Schon von weitem sieht man ein Wahrzeichen der Stadt, die Veste Coburg. Eine Festung, die 1225 erstmalig urkundlich erwähnt wurde und rund 160 Meter über der Stadt thront. Coburg selbst wurde erstmalig 1056 in einer Schenkungsurkunde erwähnt. Eine der vielen Sehenswürdigkeiten ist das Stadthaus, vor dem das Prinz-Albert-Denkmal steht. Des Weiteren gehört auch die Moritzkirche aus dem 13. Jahrhundert dazu. Eine Besonderheit Coburgs ist das Stadtwappen, welches einen schwarzen Mohrenkopf mit goldenem Ohrring zeigt. Dieses Wappen repräsentiert den Stadtpatron, den heiligen Mauritius. Nach unserem Stadtrundgang beenden wir den Tag in einem typisch bayerischen Brauhaus, wo wir das gute Essen und ein Weißbier genießen. Das Motorrad ist gepackt und der erste Kaffee bereits intus, als wir Coburg verlassen.
Unsere Route führt uns in östliche Richtung, wo wir einen kurzen Abstecher nach Tschechien machen werden. Unser Tagesziel liegt dann in Bayern, nicht weit von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt. Nach wenigen Kilometern erblicken wir auf der linken Seite ein charmantes kleines Schloss, das unsere Aufmerksamkeit erregt. Es handelt sich um das Wasserschloss Mitwitz, das erstmals im Jahre 1266 urkundlich erwähnt wurde. Zu dieser Zeit gehörte es dem Freiherren von Schaumberg. Von 1977 bis 1989 wurde das Renaissance-Wasserschloss, das von einem malerischen Wassergraben umgeben ist, liebevoll restauriert und gehört heute dem Landkreis Kronach. Unverhofft landen wir in Mödlereuth und stehen plötzlich vor dem Deutsch-Deutschen Museum. Das lassen wir uns nicht entgehen und steigen von unserem Motorrad ab, um einen kurzen Blick auf das Freigelände des Museums zu werfen. Das Museum selbst bietet einen faszinierenden Einblick in die Geschichte der deutschen Teilung und das Leben an der Grenze. Leider haben wir nicht genug Zeit, um alles in Ruhe zu besichtigen. Daher setzen wir das Museum auf unsere To-Do-Liste. Kurz vor der tschechischen Grenze fahren wir über die Mühlleiten-Passhöhe, die sich auf 860 Meter über Meer befindet, und danach weiter Richtung Klingenthal. Klingenthal? Da klingelt's doch bei mir. Ach ja, natürlich. Hier machen die Skispringer und Nordisch-Kombinierer jedes Jahr im Rahmen des Weltcups einen Halt.
Auch unser zweifacher Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann stand hier dreimal auf dem Podest, einmal sogar als Sieger. Kurz darauf erreichen wir tschechischen Boden. Wir setzen unsere Fahrt grob in südlicher Richtung fort, passieren Franzenbad und die Talsperre Gassnitz. Ups, da habe ich doch eine Abbiegung verpasst. Kleiner Check des Navis, kurz wenden und weiter geht's. Kurz vor unserem Tagesziel Valsassen erreichen wir wieder deutsches Staatsgebiet und werden kurz darauf von einer mobilen Grenzkontrolle herzlich empfangen. Der freundliche Zollbeamte winkt uns durch und so gelangen wir ohne Probleme in die Stadt Valsassen im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth. Die Stadt Valsassen ist bekannt für ihr Zisterzienserinnenkloster, das im Jahre 1133 gegründet wurde. Ab Mitte der 1990er Jahre wurden die Gebäude des Klosters renoviert und ein Kultur- und Begegnungszentrum errichtet. Auch heute noch wird das Kloster von Schwestern betrieben, die in den letzten Jahren Zuwachs durch jüngere Mitglieder erhalten haben. Den Abend und somit auch Kapitel 2 beenden wir mit einem herzhaften Abendessen im Gasthof des ehemaligen königlich bayerischen Forsthauses, welches gegenüber dem Kloster liegt. Wir hoffen, dass ihr auch im nächsten Kapitel dabei seid. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Wir sagen Tschüss und bis bald.